Willkommen zu einem neuen Video vom Teile-Kanal. Nun, ich werde ein kurzes Video machen, das ich aber sehr interessant finde und eine Frage beantwortet, die Sie mir hinterlassen haben. Mal sehen, ob es mit einem Ölverlust des Turbos zusammenhängen kann, damit der Motor an Leistung verliert und 2000 Umdrehungen pro Minute nicht überschreitet. Im Prinzip hat das nichts damit zu tun. Ich erkläre, es ist normal, dass bei Turbos im Laufe der Zeit durch den Gebrauch Verschleiß im Inneren auftritt und aufgrund dieser Abnutzung wenn ein Teil des Öls, das die Turbinenwelle schmiert, in den Lufteinlass gelangt, ist das bei einer kleinen Menge kein Grund zur Sorge. Bei einer größeren Menge jedoch schon, verliert jedoch an Leistung und erreicht nicht mehr als 2000 Umdrehungen pro Minute. Dies geschieht, weil das Steuergerät ein schwerwiegendes Problem im Motor erkennt und es begrenzt, um ihn zu schützen. Dieses Problem kann durch einen Sensor verursacht werden, der schlechte Informationen liefert, den MAP, den F oder etwas anderes. Anderer Sensor. Es kann auch ein Problem sein, zum Beispiel mit dem Turbomagnetventil. Es kann auch ein Problem mit der variablen Geometrie sein, zum Beispiel bei Turbos mit variabler Geometrie. Die Geometrie ist blockiert, in einer Position, in der der Motor kann beschädigt werden. Und es kann auch sein, dass der Partikelfilter verstopft ist, was in vielen Fällen auch vorkommt, und der Differenzdrucksensor die Daten der Verstopfung weitergibt, dann an das Steuergerät, um den Motor zu schützen. Was es tut, ist, begrenzen Sie es. Und wie begrenzt es es? Um die Stromversorgung zu unterbrechen und zu begrenzen, stoppt es zunächst die Stromzufuhr zum Turbomagnetventil. Unabhängig davon, ob es sich um ein pneumatisches Ventil wie dieses oder um ein elektronisches Ventil handelt, das Sie haben. Der eingebaute Turbo begrenzt außerdem auch die Kraftstoffmenge, die durch die Einspritzdüsen eingespritzt wird, und steuert so die Leistung und auch die Motordrehzahl, wie ich schon sagte. Dies geschieht zum Schutz des Motors. Nun, hier haben Sie dieses kurze Video. Wenn es für Sie nützlich war, vergessen Sie nicht, ein Gefällt mir zu geben und den Kanal zu abonnieren.